Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Hallo zusammen, heute habe ich von TXQ den Fallen V4 hier liegen und der ist schon fertig installiert, nur ist das Chassis nicht so cool. Der Sound, der macht Probleme, wir gucken uns das direkt mal an. Also ich glaube, der ist von TXQ, bei den ganzen Resellern weiß man ja heute nicht mehr, von wo was ist. Ich habe ihn auch mehr oder weniger schon auseinandergenommen. Hier sind die Feststellschrauben für das Chassis, die habe ich schon gelöst, deswegen kann ich das hier jetzt einfach rausziehen. Hier ist ein kleiner federgelagerter Schalter, der bedient dann hier einen Taster, den habe ich auch schon entnommen. Wo habe ich ihn? Hier in meiner Wühlkiste, hier. Der liegt hier. Und drückt dann auf die Taste. Alles wunderbar. Also das Chassis an sich her ist soweit cool. Da passt leider nur also ein Killswitch haben wir, was eine schöne Sache ist. Hier passt leider nur ein Akku ohne Schutzschaltung rein. Das ist nicht so cool. Es sieht schön aus, das ist cool, das gefällt mir. Das Profi-Board, wunderbar. Aber, und das ist eben der Kasus Knacktus, weshalb ich den Auftrag bekommen habe, das hier zu ersetzen. Hier haben wir einen 22 mm Speaker und der crackelt. Das heißt, er gibt viele kratzende Geräusche von sich. Und der liegt hier hinter diesem kleinen PCB. Und was natürlich sehr viel an Sound schon schluckt. Und wenn wir jetzt hier einfach mal dahinter gucken, da helfen auch diese kleinen Venting Holes hier, die helfen da nicht viel. Und da unten liegt er. Und es kann halt immer sein, dass hier Kabel drauf liegen. Auf jeden Fall stimmt das Ganze hinten und vorne nicht. Der Ton ist wirklich schlecht. Und so ist ja an Genuss nicht zu denken, wenn man mit dem Lichtschwert rumfuchtelt. Deswegen muss das, also so schön es auch aussieht, muss ich das ersetzen. Ja, und das ist mein Auftrag. Und neues Chassis mit ein bisschen Funkel dran, weil hier unten, das sieht ja ganz nett aus, wenn man ein paar Akzent-LEDs hat. Deswegen versuche ich das auch ein bisschen, ja, dem neuen Chassis ein bisschen einen Fashion-Look zu geben und schauen wir uns mal an, wie das Ganze dann aussehen wird. So, ein bisschen Zeit ist vergangen und ich bin durch. Der Prototyp ist gedruckt, die finale Version liegt jetzt hier vor mir, fertig installiert und die können wir uns direkt mal ansehen. Und ja, wir haben hier auch ein bisschen LED gefunkelt, denn dieses Chassis oder dieser Griff gehört niemandem anderen als unserem Lieblings-YouTuber von Einfach Licht TV, dem der Kanal gehört. Und er liebt einfach LEDs. Wenn das Chassis leuchtet, da kann ich ihm eine große Freude machen. Und ja, es ist mir eine große Freude, dass ich es hier geschafft habe. Wir haben hier diese super schmalen, ich glaube 3,5 mm sind es. Machen wir hier kurz nochmal aus. 3,5 mm sind die nur breit, sehr dicht, sehr hell. Und lassen jedes Chassis noch mal ein bisschen spezieller funkeln. Was haben wir hier? Wir hatten einen 22 mm Speaker, jetzt haben wir einen 24 mm Speaker. Für 28 war kein Platz. Ein 18650er Akku. Keine Sorge, das ist hier mein Dummy-Akku, der muss schon für einiges herhalten. Ja, dann diese Akzent-LEDs. Es ist removable, das ist sehr schön. Und wir haben hier ein Cover, unter dem sich... Und ich überlege, ob ich das nicht ein bisschen, ja, serientechnisch mache, weil das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Hält mit Magneten. Darunter verbirgt sich dann das Profi. Und ja, mehr braucht ein Removable Chassis gar nicht haben. Denn der Rest steckt halt im Griff. Schrauben wir auch mal ab. Hier haben wir den männlichen Part des Connector-PCBs. Und hier liegen dann auch wieder... Hier liegt das alte PCB mit den Tastern, das ich aus dem alten Chassis entnommen habe. Also da dachte ich, warum denn nicht? Bietet sich an. Schöne, saubere Lösung, das gefällt mir, nutzen wir. Auch das Chassis, das alte, ragte wirklich nur bis hierhin. Das heißt, meine Klinge hatte einen Weg von circa 80 mm, in den die sie reingedrückt werden musste. Und das ist ein sehr, sehr langer Weg. Den habe ich verkürzt. Wir liegen jetzt ungefähr hier bei 4 cm. Das ist der perfekte Halt für eine Klinge. Ja, dann bleibt die lange Klinge auch lang und wird nicht auf einmal ordentlich gestutzt. Ja, und wie das Ganze jetzt aussieht, ich habe hier noch eine Test-Config installiert. So wird jede Klinge unterschiedlich angesteuert. Ich habe hier 3, also die Klinge, also diese Side-Stripes, die kann ich unterschiedlich ansteuern, unterschiedlich leuchten lassen. Und die Klinge ist Klinge Nummer 3. So, wir schrauben das jetzt wieder mal flott zusammen.
Und hier muss ich natürlich nicht mehr den Griff in der Mitte teilen, sondern es reicht, wenn ich den Knauf abnehme. Und hier laufe ich auch keine Gefahr, irgendwelche Kurzschlüsse zu erzeugen. Rein damit. Hier unten ist ein Spacer. Der ist mit doppelseitigem Klebeband gesichert. Da passiert auch nichts. Der drückt das Ganze dann oben dran. Und jupsa. Ton ist noch leise. Können wir wieder ein bisschen lauter machen. Also 24 mm Speaker und gute Resonanzkammer. Hier ist ein sehr guter Ton. Ich würde dem eine 8 geben. Ein bisschen, also die fehlenden 2 Punkte sind vielleicht der leicht fehlende Bass. Nicht, dass er gar keinen hätte, aber das würde noch fehlen. Ich mache mal gerade wieder leise. Das Ganze hier jetzt nochmal mit meiner Testklinge. Der Sitz ist super eng. Also man braucht gar nicht diese Feststellschrauben hier meiner Meinung nach. Also jedenfalls nicht mit meiner Klinge. Da wackelt überhaupt nichts. Hört sich sehr gut an, sieht gut aus. Hat Spaß gemacht und ja, ich bin sehr froh, dieses nette Chassis hier wieder zaubern zu dürfen und die Gelegenheit zu haben, wieder einen sehr schönen Griff zu installieren mit Removable Chassis. Das finde ich sind immer die saubersten, cleansten Lösungen, eben wenn man es halt herausnehmen kann und sauber an den PC anschließen kann, ohne dass man halt immer diesen Trümmer da vor der Nase hat. An dieser Stelle will ich auch noch mal kurz Werbung machen für Einfachlicht TV. Da gibt es sehr gute und informative Videos darüber, speziell für Einsteiger, was das Thema Lichtschwert angeht. Was sollte man kaufen, wovon sollte man die Finger weglassen, was ist Neopixel, was ist Xenopixel und so weiter und so fort. Da werdet ihr einige Antworten auf Fragen, die ihr vielleicht habt, finden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da und vor allem ein Abo. Ich sehe sehr gern, wie mein Kanal immer mal wieder wächst, Woche für Woche, auch wenn es nur ein paar Leute sind, aber das hilft mir sehr und ich freue mich sehr drüber. Habt vielen Dank und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.